Einen wunderschönen guten frühen Abend, liebe Gäste hier live bei uns im großen Saal. Einen wunderschönen guten Abend auch Ihnen zu Hause an den Bildschirmen und all denjenigen, die dieses Video auch etwas später auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen heute Abend hier bei uns. Mein Name ist Johannes Lorenz. Ich arbeite als Studienleiter für die Katholische Akademie, die hier im Haus am Dom ihren Sitz hat. In diesem Jahr findet die Eurobike zum ersten Mal in Frankfurt statt und recht erfolgreich, wie man so lesen kann in der Presse. Wenn es um die Mobilität der Zukunft geht, vor allen Dingen im städtischen Bereich, kommen wir am Fahrrad nicht mehr vorbei. Die Covid-19-Pandemie hat den Fahrradabsatz in den letzten 2 Jahren auch nochmal besonders stark in die Höhe getrieben. Das Fahrrad steht für Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit, Gesundheit, Freude, Unabhängigkeit und Freiheit. Und das nicht erst seit heute. Schon zu Beginn der Entwicklung des Fahrrads im 19. Jahrhundert spielt der Gedanke der Unabhängigkeit und der Bewegungsfreiheit eine ziemlich große Rolle. Man muss das Fahrrad deshalb auch als kulturgeschichtliches Produkt, als etwas, das nicht nur technikgeschichtlich bedeutsam geworden ist, sondern das auch kulturgeschichtlich sehr bedeutsam geworden ist. Denn insbesondere für die frühe Frauenbewegung ist das Fahrrad zu einem sehr wichtigen Ausdrucksmittel für eine neue Unabhängigkeit geworden. Die Autorin Hannah Ross hat diese feministische Geschichte des Fahrrads in einem ganz wunderbaren Buch nachgezeichnet, das den Titel trägt Revolutions, Wie Frauen auf dem Fahrrad die Welt veränderten, oder im englischen Originaltitel How Women Changed the World on Two Wheels. Sie bleibt dabei nicht in der Geschichte stehen, sie geht von der Geschichte aus, sondern blickt natürlich genauso in die Gegenwart. Das werden wir gleich im Gespräch miteinander erörtern. Ich freue mich sehr, dass du, Hannah, uns heute Abend aus London live zugeschaltet bist, um mit uns ein wenig über dein Buch zu sprechen. Schön, dass du da bist. Dear Hannah, we are very happy that you are with us tonight. Thank you a lot. Thank you for asking me. Und wir müssen dazu sagen, Hannahs Tochter hat heute Geburtstag, das heißt, sie zwackt heute ein wenig Zeit ab von dem Geburtstag ihrer Tochter, um mit uns dieses Gespräch zu führen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Thank you, Hannah, for giving us your time on your daughter's birthday. Yeah, it's a pleasure to be here, even if it's virtually. But yes, thank you. Also sie freut sich tatsächlich, obwohl es der Geburtstag ihrer Tochter ist. Sie hören schon, die Person, die ich ganz wichtig auch noch vorstellen muss, sitzt hier neben mir und unterstützt mich ein wenig. Sie hören nämlich, dass ich Deutsch mit Ihnen spreche, und wir haben uns entschieden, die Veranstaltung auf Deutsch zu machen. Aber ich habe eine ganz wunderbare Frau gefunden, die diesen Abend mir etwas zur Seite steht mit dem Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, sodass ich die Fragen an Hannah Ross auf Deutsch stellen kann und auch ihre Antworten nicht gleichzeitig übersetzen muss. Das ist angenehmer als Moderator, wenn man nicht Übersetzer und Moderator sein muss. Constanze Neumann, sie hat einen Stiefvater, der aus Birmingham kommt und der natürlich muttersprachlich Englisch ist, und sie hat sozusagen das Englische auch mit ihrer Kindheit schon aufgenommen, spricht deshalb sehr gut Englisch, und ich freue mich, dass sie da ist, und sie ist selbst auch sportbegeistert. Sie trainiert Jugendliche und auch ältere Menschen im Bereich Schwimmen, und sie machen auch Triathlon, wenn ich das richtig gehört habe. Also ich selber mache keine Triathlons. Aber Sie haben ein Fahrrad. Ich führe Kinder an den Triathlon heran, ja. Genau, bin aber eigentlich Aquafitness-Trainerin und fahre überall mit dem Fahrrad hin. Mhm. Genau. Sehr schön, dass Sie auch da sind. Freue mich sehr. Now this was he introduced me, Hannah. Okay. Für Sie, liebe Gäste, wir haben jetzt ein kleines Gespräch über das Buch. Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben,
diese gerne auch mit hier in den Raum zu geben und auch Sie zu Hause, wenn Sie möchten, stellen Sie gerne eine Frage. Ich nehme das mit hier in den Raum und versuche das auch mit der Autorin dann zu besprechen. So, jetzt setze ich mich mal hin. Johannes just offered that everybody present and online can ask questions. We will see. Auf der Homepage deines Verlages, Hannah, heißt es: On the homepage of your lectorate, he read. Genau, ich werde es jetzt auf Englisch und auf Deutsch sagen, für Sie hier im Raum. Über Hannah Ross. Wann immer sie kann, packt sie ihre Satteltaschen und macht sich auf die Reise. Und zwar immer mit dem Rad. Am liebsten fährt sie langsam Berge hoch. Außerdem verbringt sie zu viel Zeit damit, über das nächste Fahrrad nachzudenken, das sie wirklich braucht. Whenever she can, she packs her saddlebags and sets off on a journey, and always by bike. Her favorite thing to do is to ride slowly up mountains. She also spends too much time thinking about the next bike she really needs. Hannah, wann hast du denn dein letztes Fahrrad gekauft und wo warst du denn zuletzt länger mit deinem Fahrrad unterwegs? So please tell us, when did you buy your last bike and what was your last longer journey? Both of them are too long ago, because in 2020 I had a baby, which I'm afraid to say does mean that my holidays going cycle touring have been put on hold for a little bit. Just a second. The last time was when I was writing this book, which was in 2019, and I was living in France, and so I spent a lot of time writing a book, but also cycling around France and a little bit of Spain. And my last bike was too long ago because I'd spent too long thinking about what I need next without making a decision. But now I know what bike I need next, which is a cargo bike in order to carry my daughter on the back and various other things. So that's my next investment. Ich denke, es reicht für Sie, wenn wir ganz grob skizzieren, was sie gesagt hat, nicht wörtlich. Ich denke, das ist in Ordnung für Sie, wenn wir es grob skizzieren. Also wir müssen jetzt auch nicht alles im Detail. Ja. Also es ist natürlich schon sehr lange her, dass sie Reisen machen konnte. Das waren die letzten 2 Jahre, die uns alle blockiert haben. Und sie war in Frankreich, hat dort viele Touren rund um Paris gemacht und entsprechend lang ist es auch schon wieder her, dass sie ihr letztes Rad gekauft hat. Aber sie denkt immer noch drüber nach, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie viele Fahrräder hast du denn, Hannah? How many bikes have you got? Only 2, which for someone who spends a lot of time thinking and writing about bikes is probably not very many. Maybe it's definitely not enough. Also nur 2, die sind definitiv nicht genug oder erstaunlich wenig für jemanden, der sich so mit Fahrrädern beschäftigt. That's right. Wir wollen etwas in dein Buch eintauchen und es ist ein sehr umfangreiches Buch und ich habe mich beim Lesen gefragt, wie ist die Autorin überhaupt ins Fahrradfahren reingekommen? Now let's talk about your book. While Johannes was reading the book, he was wondering, how did you start cycling yourself? My story is, well, I thought it was quite conventional. I think when I started writing this book, I assumed that most people learnt to ride a bike as a child. I've since realised that that's not completely average, but that's certainly my experience. So I learned to ride a bike as a child. I started on a tricycle, and then moved on to a bike, and it was my brothers who spent the time in teaching me. As a child, I spent a lot of time cycling around my neighbourhood with my friends and sort of going on longer journeys as far as we were allowed to. And then when I was a teenager, I think like many people, I stopped riding for quite a long time and then came back to it in my 20s when I was living in London because I
wanted to get out of London at the weekend, and this seemed a good way of doing that. So going in and out, my rides at the weekend became longer and longer, and it became more and more a part of my life. So yeah, that's sort of my story. Also im Grunde ist sie ganz normal dazu gekommen, wie jedes Kind, erstmal mit einem Dreirädchen, und die Brüder haben mir dann geholfen, Fahrrad zu fahren. Es gab dann wohl eine Pause in der Jugend, was auch nicht ungewöhnlich ist, und als sie dann älter wurde und in London lebte, hat sie das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel auch benutzt und ist damit immer mehr und immer weiter gefahren. Und wann, ich meine, es gibt ja viele Menschen, die Fahrrad fahren, aber du hast damit begonnen, über das Fahrradfahren nachzudenken und ein Buch zu schreiben. Das ist ja nochmal etwas anderes. There are lots of people cycling, but you started thinking about it and writing a book about it. So why that? It was an idea that came to me because I realised that no one else had done it, and I was surprised that no one had done a history of women in cycling, because I knew there was a really great material, and I knew people were interested in the story, the story of how women first came to ride bikes, but the story of sort of women's relationship with cycling, whether that's sport cycling or leisure cycling, from the very beginning. There's so much to tell, and very few people know it or understand it. So I felt it was important to put these stories out there, and make celebrate the fact that women have been involved in cycling from the very beginning, but also to make a point that women have tended to be very much sidelined and marginalised within cycling, particularly within the sport of cycling. I didn't get that last bit. Could you repeat that, please? From which bits? From the men? Just the last sentence. Just the last sentence. Yeah. That women have been marginalised within cycling from its very beginning, but particularly in the sport cycling. Okay, thank you. In der Hauptsache fühlt sie sich verpflichtet, das Thema einfach mal auf den Tisch zu bringen, weil es ihr so wichtig ist und sie sich wundert, dass so wenig über die Geschichte von Frauen und dem Radsport bekannt ist und es eben eine Männerdomäne ist und sie darauf aufmerksam machen möchte. Mhm. Bevor wir auf diese Geschichte eingehen, dachte ich, mit einem Thema sozusagen in dieses engere Thema Frauen und Radsport einzusteigen, mit der Tour de France. Aktuell läuft die Tour de France der Männer. Und vielleicht mal bis dahin und dann stelle ich meine Frage. Before we start with the historical aspects, Johannes wants to talk about the present situation with the Tour de France of the men. Die wenigsten wissen nämlich, dass es auch eine Tour de France Femme gibt. Femme, Entschuldigung, die an dem Tag startet, an dem die Männer in Paris ankommen. Because it's not very well known that there is a Tour de Femme that starts on the day when the men arrive in France or in Paris. Warum ist das so unbekannt? Why is it so unknown? I don't. It is. This is complicated. I mean, I don't think it will be unknown because this race will have a lot of media coverage, which a lot of women's races haven't previously. But the relationship with a women's race in the Tour de France is quite long and complicated. There was a sort of women's Tour de France back in 1955, and then there wasn't another one until 1984. And continue for quite a few years, although the race became less well funded and less media coverage, and riders were treated quite
badly, and it eventually died a death. So the history of women racing at the Tour de France is actually quite long and complicated. But for many years, all that has existed in terms of a women's race at the Tour de France is La Course, which is just 1 day of racing, which obviously is a big difference to what the men are doing. They're riding for 3 weeks. So the prize money recently was pretty much the same as the men, but yeah, the race experience and the exposure is very, very different. So, but this year it all changes, and this has happened since I wrote my book. When I wrote my book, there was talk of the ASOs around the Tour de France talked about trying to make a race that would be equal to the men, but there was lots of talk that many people didn't believe it would ever happen. But it is happening this year, and it's a really significant moment, I think, for the women's sport. Also die Geschichte der Frauen bei der Tour de France ist sehr kompliziert, sagt sie. Es gab, did I get that right, between 1955 and when was the women's race? It was the first race was 1955 and then nothing until 1984. Ah, thank you. Also es gab 1955 tatsächlich ein Frauenrennen bei der Tour de France und bis 1984 dann wieder gar nichts. Und das war jetzt auch in den letzten Jahren höchstens mal ein Tagesrennen in diesem Rahmen. Es ist also, wie sie sagt, sehr kompliziert, aber sie hat große Hoffnung, dass es dieses Jahr dann besser wird, weil auch die Medien dieses Jahr ganz anders hingucken als in der Vergangenheit. Es gibt ja eine Frau, das ist, denke ich, weitestgehend unbekannt, die bisher schon einmal den Giro d'Italia, also die große Rundfahrt in Italien, mit den Männern gemeinsam gefahren ist. There is one woman who is not very well known here, but she already raced with the men at the Giro d'Italia, which is a very important Italian race. Yes, back in the 1918, 1918, Alfonsina Strada, an Italian woman who was involved in bike racing in Italy. She was crazy about bikes. She was invited by the race organizer of the Giro d'Italia to take part in the Giro, even though it was a men's-only race. And she did. They entered her. It was the organizer had decided that they needed publicity for the race that year because their star riders were out, were not going to be taking part because they were during the war. So they needed some way of making headlines. And so they entered someone called Alfonsina Strada, and when the race started, it was clear that Alfonsina was Alfonsina, and it was a huge story in Italy at the time. Each day, as she finished each stage of the race, there would be huge crowds come out to meet her. And largely she kept up with the men who had a few accidents though, and one was quite bad. She ended up having to mend her handlebars with a broomstick, and finished the race so late that officially she would have been disqualified. But they let her continue because they knew that they were getting such good publicity. But the very sad thing is that when Alfonsina tried to enter the race the following year, she wasn't allowed. They said this is a men's only race. It was a one-off. And this is the experience of so many women throughout the history of cycling that they've been shut out of kind of competition and opportunity. Could you just repeat the year when she's... In 1918. 1918. Also 1918 gab es eine Frau, Alfonsina Strada. Sie wurde eingeladen vom Organisator des Giro d'Italia, weil er Publicity wollte. Das hat er auch erreicht damit. Sie hat sich dann angemeldet und auf den Startlisten stand aber nicht Alfonsina, sondern Alfonsino. Also man hat erstmal so getan, als wäre sie ein Mann, aber es kam dann doch vor dem Rennen schon raus und sie durfte tatsächlich starten. Sie kam zwar bei einer der ersten Etappen zu spät ins Ziel und wurde eigentlich ausgeschlossen, durfte dann aber doch weiterfahren, weil das
Publikum sie so gerne mochte. Ihr ist dann irgendwann der Lenker gebrochen und sie hat mit einem Besenstiel den Lenker repariert und ist weitergefahren. Also sie war in den Herzen aller. Sehr traurig ist, dass sie im Jahr drauf nicht mehr starten durfte und Frauen ab dann von allen großen Rennen ausgeschlossen waren. Also dieser eine Ausflug, eine Frau mitzunehmen, war leider ein einmaliges Experiment. Und es war ja nicht nur ein Experiment, wie man im Buch lesen kann, sondern es war eine reine PR-Aktion. Die Frau galt sozusagen nur als Mittel zum Zweck, um Publicity für das Rennen zu erzeugen. So it wasn't really an experiment, it was just for a publicity reason, right? Yeah, there was no intention by the organisers to open the race out to women. Also es war nie im Interesse der Organisatoren, das für Frauen zu öffnen. Gehen wir einen Schritt zurück in die Geschichte. Das Fahrrad kam im 19. Jahrhundert auf, als die Gesellschaften Europas und der USA von ganz anderen Rollenbildern geprägt waren. Vielleicht mal bis dahin. Now we go back in history to when the women had a very different role in Europe and the USA. Und das Fahrrad hat plötzlich eine Veränderung gebracht, die sich eben auswirkten auf diese Rollenbilder. And the bikes changed the roles so significant. Für mich persönlich war das eine sehr große Entdeckung, als ich das Buch gelesen habe. Yeah, this was really an experience or a real a surprise when we read the book that this happened in those days. Wie ging es dir, Hannah? Und magst du uns ein bisschen hineinnehmen in diese Zeit? What did you experience, or what were your feelings, and would you please take us to these times? So this is going back to the 1880s when the bicycle, as we sort of would know it today, it was then called the safety bicycle, was first invented, and women became became very popular with women quite quickly, and around the middle of the next decade, the 1890s, around a third of users were women, which is quite amazing, particularly in the UK, because in the UK, still only a third of cyclists are women. So the numbers haven't changed, and this was back in the 1880s when life was very, very different for women. This was a time when women had very few legal rights. They were kind of socially very constricted. Think of what women used to wear then, the long skirts, corsets, petticoats. That was all sort of intentionally designed to ensure that women didn't go very far, they didn't have freedom. Their place was within the domestic area. Men lived out in the world, they went to work, they lived in open, public spaces, whereas women were intended to stay at home. So it's perhaps not surprising that women found something really exciting about the bicycle. If in the same way that we do today, it's all about independence and freedom. And those things were in very short supply if you were a woman in those days. But a lot of people would have really struggled with this idea of women suddenly having access to a means to go somewhere and do something very different. And also, may I just ask you for a little break to translate? Yes. And then, yeah. Die Frauen waren noch im Begriff, sich ihre Rechte zu erkämpfen. Also es war noch im Anfang, in den 1880ern. Die Kleidung war sehr repressiv, also es war sehr einschränkend, auch sich zu bewegen. Die Frauen wurden sehr stark auf den Ort, an dem sie waren, oder eher auch ins Haus eingezwängt. Und der Zugang zum Fahrrad hat da natürlich eine sehr große Veränderung bewirkt, was vielen Männern nicht recht war. Und deswegen gab es da also gleich noch die Verknüpfung zwischen Mobilität und Frauenrechten. Thank you. And we have to think about the fact that women at this time didn't really do much physical activity. There were no organised women's sport at this time. Was very it was only just beginning. So things like there was tennis and horse riding and the more upper class pastimes like golf and croquet
but they tended to be things that you could still do whilst wearing the appropriate attire for your gender at the time. So even women playing at Wimbledon, which started around this time, were expected to wear corsets and long skirts, which is sort of unimaginable now. So this idea of sort of women being able to use their bodies freely and openly was very shocking to many people. Das ist natürlich auch ein Aspekt, dass Frauen in der Zeit keine Angebote hatten, sich körperlich zu betätigen, sich zu ertüchtigen. Also das Fahrrad war dadurch auch ein Sportgerät geworden, das auch Frauen zur Verfügung stand. Es gab zwar Tennis und Reiten, aber das eher für die höheren Gesellschaftsschichten, und das Fahrrad war dann allen zugänglich und konnte den Frauen eben Sport ermöglichen. Es gab in Verbindung, also manche Frauen begannen auf dem Fahrrad zu fahren, und es gab doch auch von ärztlicher Seite große Bedenken, dass das denn überhaupt gesund sei für Frauen. And while women started cycling, there were many medicines and doctors who didn't want that. Yes, they came up with lots of invented reasons why they felt that women shouldn't be on bicycles. Things like, I mean, one of the main things was just the idea of sitting on a bicycle saddle. So at this time, when women rode horses, they rode side saddle. You wouldn't have sat astride a horse, but ride a bicycle, you have to sit astride a saddle, and many people found that very, very difficult. And they thought, some people felt that, some doctors said it would cause women to become infertile. Some moralists said that women would become promiscuous, and that it was that they would get a sexual satisfaction from sitting on a bicycle saddle, and even a bicycle manufacturer then responded by coming up with the saddle which they claimed couldn't happen. So some people did take these things very seriously, but there were more less serious but silly things that people said, like the idea that your face could change because of the strain of the physical exertion. Your face would change forever. But all these things were about women becoming less feminine. That was what people feared, that the gender roles would become blurred. And in the Victorian times, in this time, that was what people were very, very concerned about. Ja. Also das Hauptproblem war natürlich, dass die Frauen nicht wie auf dem Pferd brav im Seitensitz sitzen konnten, sondern eben die Beine öffnen mussten, um auf dem Fahrrad zu sitzen. Und da war natürlich das Thema Unfruchtbarkeit oder gestörte Sexualität. Die moralischen Grundsätze dieser Zeit wurden damit gestoßen. Dazu kam noch, dass sich das Gesicht der Fahrenden verändert hat. Sie wurde dann unweiblich, und man hat dann womöglich noch verzerrte Gesichtszüge befürchtet. Und das wäre in diesen Zeiten natürlich ganz unmöglich gewesen, dass die Frauen nicht mehr so hübsch oder so ansehnlich sind. Du beschreibst in deinem Buch auch, wie diese gesundheitlichen Bedenken, die es am Anfang gab, sich dann auch mit der Zeit verändert haben. Also in den 30er, 40er Jahren gab es dann auch Ärztinnen und Ärzte, die das ganz anders gesehen haben, die sogar Kuren empfohlen haben auf dem Fahrrad. But then somewhere it changed that doctors recommended cycling and thought that it would be good for health in the 1930s. Actually, before this, at the same time as some were saying how bad it was, others were saying it was good. And for the reason that we would say it's good today, because again, at this time, women weren't encouraged to do physical exercise. So they were, they wore these outfits which were very constricting, corsets, long skirts, petticoats. None of this would have been good for their health. So to get them out and ride a bicycle, get fresh air, to get some exercise,
it can't have. It would have been one of the best things you could do at this time. So yeah, many people could see the benefits, and I read many reports of women saying that it transformed their health. Also es gab dann auch tatsächlich in der gleichen Zeit, in der man die Befürchtung hatte, dass das Fahrradfahren nicht gut ist für die Frauen, auch doch schon Ärzte, die gesehen haben, dass die Bewegung an der frischen Luft eine sehr wichtige gesundheitliche Maßnahme war. Du bist selbst viel mit dem Fahrrad in Frankreich unterwegs und mir ist beim Lesen deines Buches aufgefallen, dass die französische Gesellschaft in der Bewertung des Fahrrads für die Frau immer etwas liberaler war als die USA oder Großbritannien. You were cycling or are cycling in France a lot, and we experienced that the society in France seems more liberal towards women in cycling than US, UK or Europe. I don't know about today, actually. I wouldn't like to have. I don't know that my opinion is actually that well researched in how cycling is seen in France for women today. I was living somewhere very rural. I saw very few women cycling where I live, but then I saw very few people most of the time. So, but back in the 1800s, there were women who seemed to be accepted cycling, perhaps more so than some other European countries. It became very fashionable in Paris to ride a bicycle. I read lots of old cycling magazines written in the 1890s where reporters would talk about what women in Paris were wearing on their bicycles. That was a really important discussion point, and women in Britain, I think, would be influenced by what women in France were wearing. But one significant thing is that they adopted bloomers, a type of trouser, perhaps less controversially than they did here in the UK. And they actually changed the law in France because there was a law which said women cannot wear trousers. And they changed it when the bicycle became so popular to women cannot wear trousers unless holding the reins of a horse or the handlebars of a bicycle. Because the authorities, I think, maybe recognised that women were safer and more comfortable wearing a trouser type clothing rather than a big billowy skirt. Also sie möchte nicht unbedingt sagen, dass es heute in Frankreich fortschrittlicher ist, als das in anderen Ländern ist, aber was die Vergangenheit angeht, in den 1890ern war Frankreich schon insoweit fortschrittlicher, dass dort die Frauen auch die Mode verändert haben, und die französische Mode war eben auch für ganz Europa wichtig. Deswegen hat man sich in England sehr genau angeschaut, was die Französinnen auf dem Fahrrad getragen haben, und da kam dann die Pluderhose auf, die französische Frauen für sich und ihre Fahrradfahrmöglichkeiten geschaffen haben. Und es wurde dann tatsächlich auch in Frankreich das Gesetz geändert, das bis dahin den Frauen verbot, Hosen zu tragen. Aber diese Pluderhosen, das waren also sehr weite Hosen, die unten zusammengefasst waren, die durften tatsächlich dann fürs Fahrradfahren getragen werden. Aber ich glaube auch, they only were allowed to wear bloomers while cycling, right? Ja, die durften die also ausschließlich auf dem Fahrrad tragen, die Damen. The other thing to say about France at this time was that cycle racing was a really big thing, and women's cycle racing was a part of that, and there were women who were almost household names, or perhaps were household names in the late 1890s who were racing and setting records. So again, it does seem that there was more acceptance for a time of women being involved in the sport of cycling. But the picture changes as we head into the 20th century. But certainly at the beginning of the professionalization of cycle racing, there are a lot of women taking part in France.
Also durch die Fahrradrennen, die in Frankreich in der Zeit auch schon insgesamt populärer waren, wurden auch Frauen dort schneller integriert, beziehungsweise es gab schon mehr Frauenrennen als in den anderen Ländern und daraus hat sich wohl viel dann entwickelt. Du beschreibst in deinem Buch sehr viele Berühmtheiten, Frauen, die in ihrer Zeit europaweit, weltweit berühmte Rennradlerinnen waren, die heute fast gänzlich vergessen sind. Und ich würde gern einmal auf zwei Frauen besonders eingehen. You write a lot about women who were important in their times, especially cyclists who raced. And he wants to talk about two women in special. Ich habe ein Bild mitgebracht von Elsa von Blumen, eine der erfolgreichsten Radfahrerinnen ihrer Zeit. We see the picture of Elsa von Blumen on her high wheeler. Yes, Elsa is really fascinating because the high wheel was the bicycle that preceded the safety bicycle, and very few women rode a high wheel because of the outfit that women wore at this time. It just would have been far too dangerous to ride a high wheel in a skirt. But there were some women who raced on high wheels, and I was amazed to discover this. And this was particularly, I think, popular in America. So Elsa lived in the United States, and she was originally a competitive walker, which was a popular sport in the 1870s. And then she switched to cycling in the 1880s, and she used to compete against men, against horses, and then against other women, one of whom was very famous, called Louise Armando, who went on to have quite a big cycling career. We are talking about the 1850s, right? 1880s. 1880s, okay, also 1880 fing Elsa an, sie lebte in den USA, da war der Rennsport auf den Hochrädern populärer und sie hat auch viele Rennen gegen Männer bestritten und auch gewonnen. And you said that skirts were very dangerous, that's why she wore those special. Also man sieht ja auch, dass sie so ein hübsches kleines Röckchen über ihrer Hose trägt, weil das ansonsten natürlich viel zu gefährlich war auf diesen Hochrädern. Und eine andere Frau, die ich auch sehr beeindruckend fand, die du beschrieben hast, eine Reiseradfahrerin, die andere Person jetzt im Mai 2022 verstorben, eine Irin, Dervla Murphy, die du selbst getroffen hast sogar noch in Irland. Yes, now he introduces the picture of Dervla Murphy, who passed away only 3 months ago or 2 months ago, and you met her in Ireland. Yes, I was very lucky that Dervla invited me to her house to talk to her. It was a real honor. She is a real legend in women's cycling history. She's a writer, a travel writer, and a cyclist. And one of her favorite forms of travel was cycling. And she is particularly famous because she made an extraordinary journey on her bicycle. So when she was 12, she was given a bicycle and an atlas, and she found Delhi on the map as one of the furthest places away and said, "This is where I'm going to cycle to." But it took her till she was in her 30s. She had been caring for her mother throughout her teens and 20s. Her mother was very ill. When her mother died, the first thing she did was prepare for this trip, long haul trip. Just a short break, please. Yeah. Sie beschreibt sie als Legende ihrer Zeit. Sie ist als Reisejournalistin bekannt geworden. Sie ist viel mit dem Fahrrad durch die ganze Welt gereist und hat darüber berühmte oder viele Bücher geschrieben. Sie hat mit 12 Jahren das erste Fahrrad bekommen und gleichzeitig einen Atlas und hat sich den Atlas angeschaut und dabei schon entschieden, wohin sie reisen möchte, musste aber dann noch eine lange Zeit warten, weil sie sich um ihre sehr kranke Mutter kümmern musste, und in ihren 30ern konnte sie dann endlich mit ihren Reisen beginnen.
Thank you again. She wrote about this trip in a very famous book called Full Tilt. So she cycled from France all the way to Delhi on her own, which she wasn't at all haunted by. It was just, this is what she was going to do. And she went through Europe, Eastern Europe, Iran, Turkey, Afghanistan, and it's her travels in Afghanistan that she writes at great length about in the book, because she fell in love with the country to such an extent. But the authorities tried to stop her entering the countries by saying it was just too dangerous for her. But she said that she was met with nothing but kindness. And the reason she liked travelling by bicycle so much was because she felt that there was no, that she could interact with people completely freely, which this can't do if you're travelling by car or bus or other forms of transport. And she also felt that she was just a person on a bike, not a woman on a bike, and she found that very freeing. But she loved that she could go where she wanted to on her own terms, and she made it all the way to India. And after this, she did several other long trips by bicycle, which she's written about, as well as other journeys, very many other journeys. Also sie war eigentlich hat fast die Hälfte der Welt mit dem Fahrrad erlebt. Afghanistan, Indien sind so Länder, die ja auch ganz besonders wichtig waren. Und was so als Quintessenz aus den Büchern oder auch aus dem persönlichen Gespräch rauskam, dass sie sich immer auf dem Fahrrad immer als Person gefühlt hat und nicht mehr als Frau, von daher diese große Freiheit erleben konnte. Und dass sie halt auf den Fahrradreisen auch viel näher in den Kontakt mit den Menschen kam, die sie in diesen Ländern kennenlernen konnte. Sorry, what I didn't say was this journey took place in the early 1960s, and the reason that's so important is because in many of these places they would never have seen a woman on a bicycle before, and so she was completely doing something completely unique and individual. She really was kind of the first. Ja, sie war natürlich die erste, die in den 1960ern schon mit dem Fahrrad unterwegs war als Frau. Das war in den meisten Ländern eine große Sensation, weil da eben Frauen auf den Fahrrädern noch gar nicht bekannt waren. Was sie davor noch gesagt hat, ist mir gerade wieder eingefallen, dass sie auch immer wieder gewarnt wurde, wie gefährlich diese Länder sind und diese Reisen sind. Und das hat sie, glaube ich, auch sehr gestört, dass sie als Frau diese Warnung immer bekommt. Und es ist dann doch alles gut gegangen. Jetzt darf man nicht vergessen, dass diese Geschichte der Frauenemanzipation verbunden mit dem Fahrrad sich auf unseren Kulturkreis bezieht. Und Hannah, du arbeitest ja auch in vielen Projekten mit Frauen zusammen, die noch kein Fahrrad fahren können und die auch aus anderen Kulturkreisen herkommen und von dir das Fahrradfahren lernen. Was sind deine Erfahrungen? So when we talk about emancipation in our area, in our culture area, but you experience with your projects in teaching women to cycle, you experience that the women who come from other countries, from other cultures, are different, or is their cycling different? Yes, so when I said at the beginning that I used to think that cycling was a childhood rite of passage, I changed that opinion because since then I've realised that in many cultures, many countries, it's still not acceptable for women to ride bicycles. And so the charity project I work with taught refugee and asylum seekers to ride bicycles. And many of them, it was just they've never had access to a bicycle. But for others, it was because it just wasn't something that happened for women and girls in their culture. And I talk about Afghanistan in the book, and I interviewed an amazing woman from Afghanistan, where this was in the sort of early 2000s, she started cycling.
which was very controversial. It's still in Afghanistan for women and girls to cycle. She had threats and a lot of people saying that she should. Some people saying she should be stoned and but she carried on, and gradually more and more women and girls joined her. And she started a cycling team. They met regularly for go out cycling together. And gradually in Afghanistan, there was a movement for women to cycle. But very sadly, since I wrote the book, the country has fallen to the power of the Taliban. And now cycling again is completely forbidden. And the lives of women who have been very public about their cycling is in danger. So many of those women have fled the country, and those that have been able to. Some of them have ended up in Germany, because there's an incredible lawyer who's been helping women come to Germany. So yeah, it's a very sad story, what's happened there, in every way, but this is part of it. Also sie hat mit Flüchtlingen gesprochen und unter anderem auch mit einer Frau aus Afghanistan. Dort ist die Bewegung der Frauen, die Fahrrad fahren, natürlich noch nicht so alt wie in Europa. Aber dort gab es auch Einzelne, die immer wieder weitergefahren sind und damit andere motiviert und ermutigt haben, auch mitzumachen. So gab es dann auch in Afghanistan zum Beispiel eine Bewegung von Fahrradfahrenden Frauen, bis die Taliban vor ein paar Jahren kamen. Und seitdem ist das natürlich völlig verboten und gar nicht mehr möglich. Du sprichst in deinem Buch auch über Frauen, die aktuell auch in unserem Kulturkreis sich immer noch schwer damit tun, Sport zu treiben. Du sprichst über Bodyshaming, also dass es immer noch irgendwie eine Hemmschwelle gibt, dass sozusagen diese Hemmnisse, die im 19. Jahrhundert schon dazu geführt haben, dass es Schwierigkeiten gab, dass Frauen Sport trieben, heute in anderer Form immer noch da sind, auf einer anderen Ebene. In your book you write about women who in our times still have problems with their bodies and don't like to cycle because of body shaming, although it's more than 100 years ago since the body shaming started, to be honest. Yes, for some people who cycle, they say it's because they are concerned about how they look, and that's something that it impacts many sports. But what's unusual, I suppose, about cycling is that it's a form of transport as well as being a leisure activity and a form of sport. But I think the impression that many people get is that you have to wear cycling clothes which are tight and not necessarily what a lot of people want to wear. So yeah, the kind of representation of cycling in the media as being about sport and the Tour de France makes people feel that it's not for them, it's not something they can do. But also, certainly in the UK, where there are just less women cycling, you just not seeing people that look like you riding bikes makes it feel less inviting. It makes you feel less welcome in that community. Also beim Fahrradfahren geht es ja eigentlich um zwei Dinge. Zum einen die Fortbewegung und zum anderen um Sport machen. Also von daher kann man das ein bisschen auseinanderhalten. Sie sagt, beim Sport ist natürlich das Thema, dass die Darstellung der Frauen im Fahrradsport in schicken, engen Klamotten, in ganz engen Jerseys dazu führt, dass sich viele dann doch nicht wohlfühlen, aber es womöglich trotzdem als Transportmittel benutzen. Aber ich denke, es hängt wirklich viel mit den Medien zusammen, wie bei so vielen Dingen. Wir biegen langsam auf die Zielgerade unseres Gesprächs ab. Wir sprechen jetzt schon fast eine Stunde miteinander.
we are almost on finish line because we already talked for almost an hour. Ich möchte auch gerne, sollten irgendwelche Fragen oder Anmerkungen da sein, Sie einladen, haben Sie keine Scheu, diese zu fragen. Und wenn keine da sind, ist auch ganz wunderbar. Noch eine wichtige Frage. Wir sind jetzt hier in Frankfurt, in einer Stadt, die sich jetzt auch beginnt, sich mehr und mehr auf das Fahrrad einzustellen. Wir sehen, es gibt einige neue Straßen, die verändert wurden, dass mehr Platz ist für Fahrräder. So he asked the audience for questions, but last question from him. In Frankfurt, we try to be a very cycling-friendly city and have bike paths and special bike streets. Es steht ja außer Frage, dass das Fahrrad die Mobilität der Zukunft ist. Was muss sich aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung mit der Beschäftigung mit dem Fahrrad verändern, dass das Fahrrad noch mehr in der Gesellschaft ankommt? So it's undoubted that the bicycle is the way of mobility for the future. But what do you think? What needs to change that everybody accepts that? We need to have, particularly in this country, it's safe cycling infrastructure that will transform the numbers of people taking up cycling, because the number one reason why people don't ride a bike is because they think it's dangerous, and often it is. We live in a world that we have made around cars, and now finally some people are realizing that this wasn't a very good idea, and like our cities would be nicer, more enjoyable places to live if perhaps cars weren't at the center of everything. And we need to really encourage people to make as many journeys as possible by bike for the health of the planet and for our own health, and walking as well, but we're just talking about bicycles here. Yes, safer cycling infrastructure, and I think the e-bike is really important in this mission to get more people cycling, where people have longer journeys, where they might not have ridden an ordinary bicycle, but an e-bike will make that much more comfortable for them. So this really has potential to be quite revolutionary, but we've got a long way to go. London is better than it used to be, but it's still it's not joined up. So you can go on a great section of bike paths, and then suddenly you're back in the middle of the traffic. Also wir leben in einer Welt, die rund um das Auto gebaut wurde. Das fand ich eine sehr interessante Aussage. Da ist noch viel zu tun. Sie ist optimistisch, dass sich viel ändert, weil wir alle wissen, dass wir das dem Planet zuliebe tun müssen. Sie hält das E-Bike für eine sehr gute Alternative, um vom Auto umzusteigen. Sie sagt, in London tut sich schon vieles. Es gibt sehr viele Regionen, wo man gut Fahrrad fahren kann, aber dann biegt man um die Kurve und ist wieder mitten im Verkehr. Also auch da ist noch Potenzial. Ja, eine letzte persönliche Frage habe ich noch an dich, Hannah. Was sind deine nächsten Ziele auf dem Fahrrad? Hast du irgendwelche großen Reisen geplant? Du bist ja häufig in Frankreich unterwegs und bist auch viel mit Gruppen auf Bergen unterwegs. Gibt es irgendein Reiseziel, das du demnächst gerne besuchen möchtest? So the last very personal question from Johannes is about your next journey. Where do you like to go by bike? He knows that you travel with groups and on mountains, so France or wherever. Would you like to come visit us? Yes, of course. At the moment, I would love to go anywhere for a long journey on my bike. But yeah, as I said before, it's a little bit more difficult at the moment. But when my daughter is a bit older, we hope to do more longer journeys again, whether that's with a cargo bike or a trailer or something similar. So yeah, but yeah, I would like to go back and do some more long cycle trips.
Also im Moment ist es noch zu kompliziert. Ich meine, die Tochter ist heute 2 geworden, aber sie hofft, dass sie bald mit Anhänger oder Cargo, also Lastenrad, ihre Tochter auch mitnehmen kann auf neue Reisen. Aber es klingt so, als hätte sie noch keine Pläne. No plans, no real plans yet. No, just only dreams. Yeah, only dreams. At the moment, it's whether I can go out for a few hours or a day. The small steps. Okay, sie ist schon froh, dass sie ein paar Stunden am Tag rauskommt auf ihr Fahrrad. Ja, ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken, liebe Hannah, dass du heute Abend bei uns warst und bist. Vielen, vielen Dank. Thank you very much that you are with us or were with us tonight. Thank you very, very much. So. Thank you for having me. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken, dass Sie trotz des schönen Wetters, trotz der guten Stimmung auf der Straße hier den Weg ins Haus am Dom zu uns gefunden haben und uns eine Stunde lang zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende, einen schönen Sonntagmorgen und einen guten Start in die neue Woche. Und jetzt ist, glaube ich, nächsten Dienstag noch eine Veranstaltung bei uns im Haus und dann ist auch Sommerpause. Ich würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu dürfen im nächsten Halbjahr oder auch kommenden Dienstag natürlich. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Neumann. Das war ganz großartig und ich habe schon mehrere Veranstaltungen mit Übersetzerinnen gehabt. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Vielen, vielen Dank und auch nochmal Applaus für Sie, Frau Neumann. Vielen Dank. He just said thank you to me. Thank you as well. Great work. Great work from Constanze. It was a great pleasure. Thank you for having me here. Ja, Ihnen einen schönen Nachhauseweg. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke.